Aber um die Geschichte zu entdecken, ist ja der Blick ganz wichtig. Zweifelsohne. Und der Horizont damals war globaler, kann man sagen, offener. Und ganz überraschend ist es ja, dass in der Edda tatsächlich auch der Türkenname, der Türkennamen vorkommt. Ja, ja. Und das ist ja für uns, also ich bin ja aus türkischem Elternhaus, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und ich kannte die Odin und die Runenschrift meistens nur aus der rechtsextremen Symbolik. Weil das ist meine Generation. Wir sind damit aufgewachsen, dass die Runenschrift vor allem als rechtsextreme Symbolik bekannt ist. Und dann kennt man dann auch von den rechtsextremen Demonstrationen und T-Shirts und Slogans, dass dann Odin auch als Figur heute noch in der rassistischen Ideenwelt noch gebraucht wird. Dabei sehen wir in der wichtigsten Quelle über Odin, wenn es auch mythologisch und gelehrt konstruiert ist zum größten Teil oder maßgeblich, was die Historie angeht von Odin, da sehen wir doch einen asiatischen Ursprung für Odin angezeigt, also in der gelehrten Vorstellung, plus trojanisch, plus aber mit dem Trojanischen, vielleicht wegen der Namensähnlichkeit, auch türkisch. Ja, also ich kann mich Ihnen da nur voll und ganz anschließen. Wissen Sie, ich weiß nicht, jeder hat ja einmal, meistens in der Jugend, so eine gewisse Affinität. Ich weiß so, meine Studienanfangszeit, da saß man noch so zusammen, die eine studierte Sinologie und sagte, eigentlich weiß ich nicht so richtig, warum ich das studiere, ich fühle mich dahin gezogen. Die andere sagt, ich studiere Amerikanistik. In meiner Studienzeit, da hatte man ein kritisches Amerika-Bild, da hat man gesagt, Amerikanistik, lohnt sich das denn überhaupt? Was natürlich gemein war, ja. Und so weiter und so fort. Und ich kam eben auf die Skandinavistik. Um ehrlich zu sein, hatte ich gar keinen engen Bezug ins moderne Skandinavien, sondern ich kam über die Edda-Liga auf die Skandinavistik, also die Altnordistik. Die hat mich eben immer sehr fasziniert, mit allem, was dazugehört. Und natürlich hat mich das, und das macht mich bis heute zornig, wenn ich sehe, wie sowohl die Runenzeichen als eben auch die Namen, die Sie erwähnt haben, so missbräuchlich verwendet wurden. Ja, also, und ich sehe mich ja heute auch manchmal in Situationen, wie du beschäftigst dich mit Runen, das sind doch diese Nazi-Zeichen, ja, und ja, man kann nur sagen, wenn Sie mir das dazu noch erlauben als Bemerkung, Gott sei Dank hat Tolkien da sehr viel getan. Ja, einmal durch die Verwendung von Runen und es ist da ein Fantasy-Markt entstanden, der eben auch deutlich zeigt, das ist alles sehr offen. Ja, und wir können uns daraus bedienen. Und der hat in der allgemeinen Vorstellungswelt diese Rechtsbelastetheit, Gott sei Dank, doch stark zurückgedrängt. Ärgerlich ist es ist nicht nur ärgerlich, es ist ganz furchtbar, aber ich habe meine Arbeit und meine Interessen immer auch als Kampf der Aufklärung verstanden gegen gegen solchen völkischen und marxistischen und neonazistischen Missbrauch. Dann der andere Punkt, klar, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wie kommen die Türkier zu Snorri? Ja, Türkland erwähnte er da ja, und es heißt ja sogar, Odin kam, wenn ich das jetzt mal modernisieren darf, das ist natürlich ein irrer Spruch, Odin kam aus der Türkei. Ja, was soll man nun dazu sagen? Ne? Also zu der Verwendung von Türkir und Türkland wurde meines Wissens gar nicht so viel geforscht. Das war insbesondere mein Lehrer Heinrich Beck, der sich dem sehr gewidmet hat.
und der da auch einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben hat, dem ich auch meine Erkenntnisse verdanke. Also wo das herkommt, wusste er natürlich auch nicht genau. Er konnte sich dem auch nur annähern. Sie sagen einmal, ja, Troja, Türkei, man könnte es ein bisschen auch als Namensähnlichkeit sehen, wenn man da nicht zu genau ist. Man kann natürlich sagen, dass dieses Türkland dann eben auch in den Beschreibungen im Süden tatsächlich lokalisiert wird, also etwa tatsächlich im heutigen Kleinasien. Ja, wie sich das dann genau entwickelt hat, diese Gleichungen könnten weitergegangen sein. Ja? Also Asien, das man ja eben häufiger aus Kleinasien verstand, das natürlich Asien war natürlich im mittelalterlichen Weltbild etwas Besonderes. Dort lag Jerusalem, also Jerusalem, der Mittelpunkt der Welt, das Heilige, und Troja, gar nicht so weit entfernt, könnte man sagen. Ja, also da kam vieles zusammen. Wie die an den Namen, ich habe mich da auch mal versucht, kundig zu machen, woher der Türkenname überhaupt kommt. Der scheint ja auch, ich glaube, in chinesischen Quellen erst so im 6. Jahrhundert in Verbindung mit Köchtürken und ihren Reichen aufgekommen zu sein. Auf jeden Fall kannte man den und der war dann gebräuchlich. Und Heinrich Beck mutmaßt etwa, er könnte über Byzanz in den Norden gekommen sein. Ja, wir wissen ja, Byzanz hatte klar militärisch, aber natürlich auch kulturell sehr viel mit türkischen Völkern zu tun. Und die Beziehungen von Skandinavien, dahinter steht da natürlich auch Island, zu Konstantinopel, zu Byzanz, die sind natürlich gegeben. Ja? Das ist, also Beck erwähnt etwa die Waräger, das heißt also Wikinger aus Schweden, die ja über Russland, die Ukraine, das Schwarze Meer bis nach Konstantinopel gezogen sind, die in der kaiserlichen Armee als Söldner dienten und so weiter und so fort. Und das könnte so eine Möglichkeit gewesen sein, dass der Türkenname und eine gewisse Türkenvorstellung tatsächlich in den Norden gelangt ist. Und dann hat man halt so Gleichsetzungen vorgenommen. Und dann kam eben Odin, der ja eben in dieser euhemeristischen Vorstellung ein Mensch war, ein Altvorderer, frei nach Tolkien, der kam dann eben nicht nur aus Asien, sondern der kam eben aus dem Türkenland. Ja. Also das ist eine Möglichkeit. Aber es ist die wahrscheinlichste. Ich würde also nicht zu weit abdriften und würde bei Snorri und den angesprochenen Texten von Ihnen doch immer bei dem mittelalterlichen, ich drücke jetzt mal so pauschal aus, bei diesem mittelalterlichen Weltbild verbleiben, das bietet die sinnvollsten Erklärungen.